Ich habe hier in Zürich gewohnt und das Bockmatli war einfach das Gebiet, wo ich genug Geld hatte, um hinzureisen. Und dann waren wir halt immer hier und haben die Wände angeschaut und haben begonnen mit diesem hier und da. Aber wann war das? So war das 80, oder? 80? Ja. Eine spannende Zeit. Ich glaube, das Spezielle ist eigentlich, dass ich von Anfang an gefunden habe, man muss frei klettern. Wenn ich nicht frei hochkomme, dann höre ich auf. Dann komme ich nicht hoch und dann ist fertig. Aber die Entwicklung aus dem Supertramp, dass man entweder frei klettert und dann mit Bohrhaken abgesichert, oder man klettert technisch, wie im Yosemite, geile Wände, aber dann eben ohne Bohrhaken. Entweder du kletterst frei oder du kletterst ohne Bohrhaken, weil so lässt du dem Berg eine Chance, oder? Ich wurde angefragt, ob ich einverstanden bin, dass bestehendes Material durch Bohrhaken ersetzt werden und die Stände ersetzt werden. Und war für mich klar, dass die Haken kann man ja nicht wieder mit Haken ersetzen, also werden die mit Bohrhaken ersetzt, das ist okay. Aber schlussendlich haben sie irgendwie, ich glaube, 60 Bohrhaken in der Wand gehabt oder 70, also viel mehr als eigentlich angenommen. Und das war mehr oder weniger zum Pläsier Route übersaniert. Freunde von mir haben gesagt, hey, das ist ein Pläsier, oder? Das ist überhaupt nicht mehr der Stil, wie es früher war. Und sie haben mich dann eigentlich gebeten, ja, bin ich einverstanden, dass es wieder zurücksaniert wird. Und das war ich natürlich schon, weil der Supertramp ist schon irgendwie, der lebt ein wenig von den Hakenabständen und dass es eben nicht einfach eine 6C oder 7A ist, sondern halt auch noch... Ja, das ist Tour mit Charakter, oder? Genau. Das ist der Charakter von der Tour. Und dann haben die Freunde das dann zurücksaniert. Und das gab halt dann ein bisschen Polemik, ja. Tu veux faire la prochaine ou... C'est égal, c'est quoi? C'est 6 ans, c'est ça? Je crois que c'est 6 ça. 6 ans mouillés? Ouais, comme tu veux. Ouais. D'accord. Okay. Habt ihr eigentlich probiert, den Pendelquergang frei zu klettern oder einfach runter und... Nee. Überhaupt nicht. Das irgendwie, eben wie schon gesagt, das war bei mir gar nicht abgespeichert als technisch Klettern. Das ist so irgendwie, ja. Und du hast jetzt frei geklettert? Ja, ich bin's gestern einmal frei geklettert, ja. Es ist nicht wirklich leicht, aber es ist jetzt auch nicht wirklich schwer eigentlich. Ich kletter zuerst ein bisschen rauf und dann wieder Genau, runter. machst ein bisschen oben durch. Ja. Und dann stellst du eben den Fuß rechts raus und dann habe ich beim ersten Versuch noch einen Griff ausgerissen und mal einen gescheiten Abgang gemacht. Okay. Und beim zweiten Versuch ist dann gleich gegangen. Ja. Und das ist ganz witzig, du stellst eben den rechten Fuß raus und dann stehst du eigentlich in einer No-Hand da. Aha. Und es muss halt der linke Fuß einfach auf Reibung halten. Ja. Also ich finde das die schönste Seillänge, oder? Die Platten da bis zum Pendel und dann auch nach dem Pendel, das finde ich auch noch schwierig. Ja. Ich habe gefunden, die leichten sind nicht schlechter.
leichteren Seillängen. Nein, es hat schöne, ja, genau. Ich muss sagen, wo ich es im Topo mal gesehen habe, ich bin bei Linien sehr kritisch, oder? Mhm. Und dann habe ich mir am Anfang gedacht, ja, es ist jetzt nicht die offensichtlichste Linie, oder? Aber dann, wenn man es dann klettert und vor der Wand steht, dann sieht man sie schon. Und von dem her, nein, ich habe es cool gefunden. Ich denke mal, wenn man die Platte selber anschaut, dann ist es einfach die Linie. Das ist die logische Linie, Ja. ja.